Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal des Schweigen brechen. Und der Grund des Videos ist eigentlich ganz einfach. Momentan explodieren im Internet die Informationen rund um Jeffrey Epstein, seine Insel und sein Netzwerk. Viele Menschen analysieren gerade die Dokumente, durchforsten alles, sie beschäftigen sich mit den Inhalten, mit den E-Mails und auch mit den Fotos. Aber die Stimme der Betroffenen hört man viel zu selten. Wahrscheinlich seid ihr selber schon ein bisschen genervt, dass in eurem Instagram-Feed und auf YouTube nur noch diese Videos kommen. Aber Betroffene kommen viel zu selten zu Gehör. Und aus diesem Grund habe ich heute als Interviewgast Hadassah eingeladen. Fleißige Zuschauer des Kanals kennen sie bereits. Sie selbst ist mit ritueller Gewalt aufgewachsen und lässt uns heute an ihren Gedanken zu dem Thema Epstein aus der Sicht einer Überlebenden ritueller Gewalt teilhaben. Hallo Hadassah, magst du uns vielleicht kurz etwas über deine Erlebnisse erzählen? Ja, hallo Markus. Danke, dass ich da sein darf und dass ich ja meine Gedanken dazu mitteilen darf. Das ist ganz toll, dass du diesen Raum dafür gibst. Ja, ähm, wo fange ich an? Also ich bin in eine Familie hineingeboren. Ja, es ist vielleicht fast das falsche Wort. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der ich rituelle Gewalt erlebt habe, in der ich von klein auf, von Baby an, Missbrauch in unterschiedlichsten Formen erlebt habe, auch Folter, genau. Und das Ganze ging, bis ich 36 Jahre alt war. Und mein ja, das Haupt der Familie, in der ich groß Mhm. geworden bin, ähm, war mein Händler, der mich verkauft hat an andere Männer, um zu sexuellen Orgien, zu ja, Kindesprostitution, für Filme, für Rituale unterschiedlichster Art. Ja, danke, dass du darüber sprichst, weil das ist wirklich ein schwieriges Thema und damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen und den Leuten das zu sagen, ist schwierig, weil man es dann auch in gewisser Weise das dann auch wieder hochkommt. Und da bin ich dir wirklich sehr dankbar, dass du uns durch das Thema auch begleitest. Ja, ich Und muss gestehen, es ist auch grade 'n bisschen schwierig, weil ich dadurch, dass ich mich jetzt wieder ganz neu damit auseinandersetze, auch noch mal mm, neue Erinnerungen hochkommen und ich zum Beispiel heute erfahren habe, dass der Mann, von dem ich eben dachte, dass er mein Vater wäre, gar nicht mein Vater war. Und das macht die Sache grade noch mal sehr spannend und deswegen ja, habe ich mich auch grade so schwierig ausgedrückt. Ähm, ja, genau. na, du hast die total verständlich ausgedrückt und ich glaube, das ist ja mittlerweile vielleicht sogar normal, wenn man den Begriff da überhaupt anwenden kann, dass Betroffene dann auch nicht genau wissen, wer der Vater ist, ja. Und man sieht ja bei Epstein mit den ganzen Babyfarmen, was da alles los war, wo sicherlich sehr viele auch nicht wissen, wer ihr Vater ist. Und das bringt mir auch so ein bisschen zu meiner ersten Frage. Ähm, kanntest du Jeffrey Epstein persönlich? Bist du mit ähnlichen Kreisen auch in Kontakt gekommen? Nein, ich kannte Jeffrey Epstein nicht persönlich, aber ich bin in Kreisen gekommen, die durchaus auch mit diesen Kreisen wiederum zusammenkamen. Also, wie soll ich das sagen? Irgendwo es ist ein riesiges weltweites Netzwerk, wo sich verschiedene Gruppen immer wieder, ähm
berühren, hätte ich fast gesagt, oder wo es dann Überschneidungen gibt. Mhm. Und, ja, es war schon so, dass ich in Kreise gekommen bin, die, sehr elitär waren und insofern, sicherlich da Überschneidungen waren, ja. Aber eben ihn persönlich oder sagen wir mal, ich kann nicht sagen, ich bin ihm nicht begegnet, weil die Schwierigkeit ist, dass man nicht weiß, ob man jetzt alle Erinnerungen hat. Ja, es ist 'n Prozess, sich zu erinnern und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keine Erinnerungen an ihn. Mhm. Du hast ja mit 50 anderen Überlebenden in den Jahren 2023 und 24 bereits über solch grausame Erlebnisse, die ihr am eigenen Leib erfahren habt. Also, ich habe jetzt das Thema immer öfters gehabt. Ähm, Ich habe vor Kurzem jemand aus meinem Umfeld berichtet, weil ich habe eine Augenoperation gehabt, dass da, dass ich gesehen habe, wie die Nadel Richtung Auge gekommen ist. Und die Person hat dann gleich gesagt, oh, bitte, erzähl nichts, sag nichts darüber. Da habe ich gesagt, ja, wenn das Anhören schon schwierig ist, wie, wie denkst du denn, dass ich mich dann gefühlt habe, ja? Und es war jetzt eine Kleinigkeit, sage ich mal, im Gegensatz zu dem, was du auch erlebt hast. Und das Ding ist, wie geht's euch damit jetzt, wo ihr doch damals des Öfteren ähm, ja als Verschwörungstheoretiker psychisch nicht ernst zu nehmen gesehen wurdet? Ich meine, auch wir, die Helfer sind und sich mit dem Thema beschäftigen und mit dem Thema auseinandersetzen, wir hören das ja auch ständig. Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Oder das glaube ich nicht, ja. Wie geht's euch damit, dass das jetzt gerade ans Tageslicht kommt? Ja, also, unterschiedlich. Also, Mhm. erst mal, ähm, tut es natürlich gut, zu dass jetzt die Welt erkennen muss, dass das, was wir damals gesagt haben, irgendwo jetzt hier Ja. Bestätigung findet. Und, ähm, dass die Welt jetzt eine Chance hat, aufzuwachen und zu erkennen, dass diejenigen, die die Entscheidungen treffen in dieser Welt, es nicht unbedingt gut mit uns meinen. Und, das ermutigt. Auf der anderen Seite sehe ich's aber auch bedenklich, weil, ähm weil der Umgang damit grade also, ich erahne einfach, dass da 'ne Agenda dahinter ist, Mhm. dass, ähm, sie auch wollen, dass es bekannt wird, ja? Dass Mächtige ein Interesse daran haben, dass die Dinge publiziert werden, selber aber im Hintergrund bleiben, sodass, ähm, es sich nur um Einzelne dreht, die im Fokus sind und, da ganz andere, ich sage jetzt mal, Drahtzieher im Hintergrund sind, die ja, die ein Interesse daran haben, dass 'n paar als Sündenböcke, ähm, ins Blickfeld gerückt werden und eigentlich wird aber von ihnen selber abgelenkt. Und zum anderen sehe ich, dass es hier um eine große Abstumpfung geht. Mhm. Genau, ja. Ja, dieses eben auch diese Schlagzeilen, immer und immer wieder die gleichen Schlagzeilen und, so heftigste Aussagen aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang gerissen, als Schlagworte hingeworfen, ähnlich wie der Begriff Verschwörungstheoretiker. Er kam scheinbar aus dem Nichts, plötzlich war er da und dann war er überall. Und, ja, man konnte sich fast gegen diesen Begriff auch gar nicht wehren oder dem entziehen. Und so sehe ich das jetzt eben auch mit diesem Thema, mit Epstein. Ähm, Es ist fast wie Corona, ja? Fast ähnliche Ausmaße. Überall wirst du damit, ähm, ich hätte Konfrontiert. schon fast gesagt, Ja. zugemüllt. Genau. Na, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. So, und wozu führt das Ganze? Ich erahne, dass es darum geht, dass man irgendwann sagt: „Ach ja“,
wissen wir schon. Ach komm, das Thema wieder. Und damit wird alles wieder unter den Teppich gekehrt. Ja, So also die Idee. Aber sehe auf der an sehe genauso wie Entschuldigung. du. Naja, kein Problem. Ja, Also sehe genauso wie du. Das ist wirklich wirklich ein Thema, dass so viel rauskommt. Und ich glaube, ich meine, die Akten gab es ja schon immer. Also unter beiden sind die ja nicht veröffentlicht worden, aber jetzt sind sie halt veröffentlicht worden. Trump hat gesagt, die Akten existieren gar nicht. Und auf einmal haben sie dann doch existiert und sind dann veröffentlicht worden. Und da wird dann die Welt drauf losgelassen, ihre eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Ja. ja. Also, so wie ich, verschiedene Kreise kennengelernt habe, passiert nichts ohne Grund und ähm, das, was nach außen dringt, das soll nach außen dringen. Also es Also, gibt, ich sage jetzt mal, abgesehen von den Dingen, die jetzt von uns, Betroffenen als Beispiel, aufgedeckt wurden. Na klar, das will ich jetzt nicht sagen, ne? Also, das war jetzt nicht irgendwie manipuliert, sondern das war, dass mhm, wir mhm. erkannt haben: „Okay, was ist mit uns passiert und wir müssen drüber reden. Wir können dadrüber nicht schweigen. Da sind immer noch Kinder, die darunter leiden und das muss aufhören.“ Aber die Dinge, die da, wie diese, Epstein-Files oder auch andere Dinge, die bekannt wurden, ich denke, das ist alles gesteuert und gewollt. Genau. Ich habe mir gedacht, die Message ist eigentlich von dem Ganzen, wir können es tun, uns passiert nichts. Weil ich will mal ein kurzes Beispiel bringen mit Prince Andrew. Was ist denn passiert? Sie haben ihn kurz verhaftet, aber wahrscheinlich nicht wegen der Vergewaltigung von Jugendlichen oder mutmaßlich von Kindern, sondern ähm, er wurde verhaftet wegen der Weitergabe von irgendwelchen Staatsgeheimnissen. Und dann kommt er zurück einen Tag nach seinem Geburtstag und feiert eine große Party, wo unglaublich viele Angestellte sich darum kümmern. Und da habe ich mich dann gefragt, wer geht denn bitte auf diese Geburtstagsfeier? Wie kann denn das sein, nachdem das alles hier rauskommt, dass der so eine große Geburtstagsfeier macht und so viele Menschen eingeladen sind? Ja. Und auch kommen, ne? Und auch kommen, genau. Ja. Also das ist absolut schamlos. Ja. Ja. Ja, und dann war so ein bisschen das Thema False Memory. Ähm, in den letzten Jahren, das war ja eine Schweizer Reportage, wo da richtig Druck gemacht wurde, falsche Erinnerungen. Wie siehst du denn das Thema False Memory? Ja, also da komme ich noch mal zurück auf den Begriff Verschwörungstheorie. Ja, gern. Jetzt Verschwörungstheorie, False Memory oder auch Satanic Panic, das waren alles eben so Begriffe, die hineingeworfen wurden, um uns unglaubwürdig zu machen. Mhm, mhm. Sicherlich nicht nur uns Betroffene oder Überlebende, aber und das ging ja auch in andere Bereiche, jetzt speziell mit der Verschwörungstheorie. Aber generell geht es darum, zu verunglimpfen und zu sagen: „Die guck mal, alle, die aus der Schublade kommen, denen brauchst du gar nicht zuhören. Egal, was die erzählen, das stimmt alles sowieso nicht.“ Genau. Und, jetzt darf man eben erkennen: Nein, wir haben das vorher gesagt. Wir sind nicht auf den Zug aufgesprungen, der schon im Rollen war, sondern wir Genau. haben's vorher schon gesagt. O da war noch Da war auch der Film, Sound of Freedom noch nicht da. Da war von Epstein noch nicht so viel zu hören. Da haben wir schon geredet. Ich meine, in den USA war ja das ein offenes Geheimnis. Also wenn man sich ein bisschen mit den E-Mails beschäftigt, dann weiß man, dass das ja, also da kamen ja E-Mails, ähm, das ist ja kaum zu glauben. Dein Foltervideo hat mir gefallen. Hoffentlich hörst du nicht auf damit, nachdem er dann aus dem Gefängnis entlassen wurde. Wann ist die nächste Party? Also da merkt man, dass
absolut elitäre Menschen, also Leute aus der Wirtschaft, aus der Forschung, aus dem Finanzbereich, Politiker. Das war ja, ich sage jetzt mal, da hat ja jeder Bescheid gewusst, gell? Ja, genau. Und, wenn man eben jetzt sind's halt nicht nur die Kanäle, die als Verschwörungstheoretiker-Kanäle gelten, die darüber berichten und, auch sehr Hm. fundiert, wie zum Beispiel, Hopf und Kettner, kann das sein? Hopfenkettner, ja, genau. Genau, richtig. Ja, oder andere, die, das schon sehr genau recherchieren und eben dann auch Belege vorweisen können und, ja, das ist scho und dann zu sehen, okay, das ist nicht was, was grade eben aufkommt, sondern schon vor Jahren. Also, ich habe jetzt 'n Bericht gesehen, wo sie die Kunst dargestellt haben, die schon seit Jahren bei diesen, Prominenten oder bei Epstein im Haus hing und, ja, also, w w wie viel Beweise braucht man denn noch? Man hat die Absolut. Insel, man hat die, Aufzeichnungen, man hat die Filme, man hat alles. Man hat alles, um zu verurteilen, Mhm. aber man Mhm. tut es nicht. Das ist ein guter Punkt, das du ansprichst, weil so viele, wann immer ich über das Thema gesprochen habe, ja, wo sind denn die Beweise, habe ich immer gehört. Es ist doch nur eine Verschwörungstheorie. Wo sind denn die Beweise? Jetzt sind die Beweise da und die Welt schweigt. Also ich will mal aus Deutschland, weil wir denken ja, dass wir irgendwie mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Der Jarecki, Dr. Jarecki, der hat so eine Insel neben an Epstein, seine Insel gehabt. Und das war der Arzt sozusagen für die Opfer. Und dieser Jarecki ist ein Heidelberger Mäzen, der hat das Bundesverdienstkreuz bekommen und spendet irre viel Geld. Und solche Leute haben sie mit ihm gezeigt, ja, waren ganz eng mit Epstein. Und das geht auch nach Deutschland hinein. Das unterschätzen die Leute, ja. Das Netz begrenzt sich nicht nur auf die USA. Nein. Und wir haben jetzt vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, kannst dich du nur daran erinnern, an das ganze Pizzagate-Thema, wann es so aufgekommen ist? Das war ja einmal so, ihr Verschwörungstheoretiker mit Pizzagate und mit, kannst du dich nur daran erinnern, wann es war? Ich weiß gerade gar nicht. Ne, das weiß Schon ich ein paar nicht. Jahre her. Ja, das ist richtig. Mhm. Also wo es einfach darum ging, Pizzabestellungen, wo man dann, ähm, ich sage jetzt mal, Kinder sich bestellen konnte, Mädchen und Jungs. Und das ist dann über so einen Pizzadienst abgelaufen. Mhm. Hast du da, also das Thema Codes, weil Pizza ist ja ein Code oder Beef Jerky, grassiert ja jetzt auch gerade so im Internet. Kennst du aus den Kreisen, die in du hineingebracht wurdest, Codes, die verwendet werden? Also, ich weiß nicht, ob sie verwendet wurden. Wenn, habe ich das nicht mitbekommen, aber ich war ja jetzt auch nicht bei irgendwelchen Vereinbarungen dabei. Mhm, Also, mhm, ja, wenn man jetzt fragen würde bei Pizzagate, wenn diese Bestellungen gemacht wurden, waren die Kinder ja nicht unbedingt dabei, um zu hören: „Ah, ich bin Bestellung Pizza so und so“, ja? Sondern, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man es ihnen gesagt hat, okay, aber, also, wir haben so was nicht mitbekommen. Aber was doch interessant ist immer wieder, ist, dass es Filme gibt, die Dinge schon vorher ankündigen, mhm, die durchaus zugelassen, ich würde sogar gewollt sind und dass sie eigentlich uns als Gesellschaft verhöhnen wollen. Damit dass sie sagen: „Guckt mal, wir zeigen's euch in den Filmen, wir halten's euch vor die Nase und ihr mhm, merkt es gar nicht.“ mhm. Und der Film, den ich jetzt ansprechen möchte, ist der Film Eden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, den kenne ich nicht. Ähm, Der handelt von einem jungen Mädchen, das eben in die das entführt wurde und in die Mhm, Zwangsprostitution geführt wurde. Und genau da kam das in diesem Film vor, dass die einzelnen Mädchen
teilweise minderjährig, teilweise grade volljährig, eben genau wie so Pizza bestellt wurden. Und der Film, ich meine, ich weiß es nicht genau, aber der war so Anfang, Mitte 2000 irgendwie Mhm, rausgekommen. mhm. Genau. Und die Täter sind dann als böse dargestellt worden oder kannst du dich noch dran Schon, erinnern? ja, schon als böse Mhm. dargestellt worden. Also, da ging's auch nicht um irgendwelche Politiker oder so, sondern einfach nur um die Sache, dass diese Mädchen eben wie Pizza bestellt wurden in den verschiedenen Varianten. Ja. Rund um Epstein wurden da sehr verstörende Themen diskutiert, zum Beispiel die Idee von sogenannten Babyfarmen, also haben es dann auch in die Tat umgesetzt. Es gibt ja diese Babyfarm, die er auch gehabt hat, aber auch genetische Experimente. Man kann in den E-Mails lesen, dass Jeffrey Epstein ganz begeistert war, dass man den Samen des Mannes so verändern kann, dass man die Genmanipulation sozusagen von Anfang an betreiben kann und somit auch Kinder zeugt, die man sich genetisch auch wünscht. Und wie siehst du das ganze Thema? Ich weiß nicht so genau, wo du mit mir hin möchtest. Sag's mir mal anders. Was ist deine Frage noch mal? Ja, also der Gedanke für uns ist ja, wie kann denn das sein, dass die eine Babyfarm bauen? Dass die das betreiben, dass die gezielt Kinder, also Frauen schwängern, Kinder auf die Welt kriegen, Kinder manipulieren. Was ist denn der Zweck der ganzen Sache? Das ist ja absolut krank. Na ja, ich denke, zuallererst mal ist es 'n Geschäft. Und egal, Hm, ähm, womit sie Geld verdienen können, sie nutzen das. Ja, also ob das jetzt der Organhandel ist, in dem sie da mit drin hängen. Ja, es sind genug Kinder, denen, die Organe entnommen werden und verkauft werden. Ob das jetzt der Babyhandel ist in Form von Verkaufen, damit sie adoptiert werden, ob es gedacht ist, direkt, Kinder heranzuzüchten in das System rein, die sich wieder prostituieren, die wieder, gefoltert werden können. Ähm, und die Genmanipulation, na ja, irgendwo musste das Material für bestimmte Zeiten und bestimmte Maßnahmen herkommen. hm. Ich will da jetzt mal gar nicht mehr zu sagen. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ich meine, wenn man Genforschung betreibt, müssen die Gene irgendwo herkommen. Wenn Menschen heute zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert werden, dann sind sie oft schockiert und auch überfordert. Und so ging es mir auch, wo ich zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen bin, haben wir erst gedacht, ah, das kann es ja nicht geben, das ist ja unvorstellbar, dass Kinder ähm, nicht nur missbraucht werden, sondern ritueller Gewalt ausgesetzt werden. Wie sollten sie deiner Meinung damit umgehen, unsere Zuhörer? Also, mein großer Wunsch ist, dass wir jetzt aufwachen. Das ist jetzt unsere Chance zu erkennen, dass diejenigen, die sagen, dass sie's gut mit uns meinen, vielleicht doch irgendwo nicht unbedingt alle so gut sind und dass wir aufhören, unser Vertrauen in Menschen oder KIs zu setzen. Hm, Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich selber eben diese Gewalt erlebt habe und deshalb vielleicht keine Menschen mehr vertraue. So ist das nicht. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir die Wahrheit bei Menschen suchen, und da schließe ich mich mit ein, wenn ihr die Wahrheit bei mir sucht, dann seid ihr an der falschen Adresse. Die Wahrheit finden wir nur bei der Person, die die Wahrheit ist.
Und alles andere müssen wir alle in Frage stellen. Das sehen wir jetzt. Wir haben mal geglaubt, dass wir von Menschen umgeben sind oder dass Menschen über uns stehen, die ein Interesse an uns haben, dass es uns gut geht, dass es dem Land gut geht, dass es in dieser Welt vorwärts geht, Mhm. und stellen fest, das ist nicht so. Wollen wir so weitermachen oder wollen wir sagen: „Nein, wenn wir hier keine Wahrheit finden, dann muss sie irgendwo anders sein?“ Ich Also, die Schwierigkeit ist, dass ich selber wir wurden ja gezielt programmiert früher in diesem, ähm ja, wir waren in regelrechten Programmen, in denen Gehirnwäsche stattgefunden hat. Und es ging darum, uns zu zeigen oder uns einzubrennen: „Du bist nirgendwo sicher, du musst immer Angst haben, du weißt nie, von wo die Gefahr kommt und du kannst niemandem vertrauen.“ Und sobald du jemandem vertraut hast, wurde das wieder an irgendeiner Stelle ins Gegenteil gedreht und du kamst dahin: „Nein, du kannst niemandem vertrauen.“ Immer wenn du gedacht hattest: „So, jetzt weißt du die Wahrheit“, haben sie's anders gelenkt und du wusstest plötzlich gar nichts mehr. Es ging immer um Verwirrung, es ging immer um Angst. Und genau das machen sie eigentlich mit uns seit Jahren. Ja. Ja, das sehen wir nicht nur in dem Kleinen, was wir erlebt haben. Ich glaube sogar, dass an uns Tests gemacht wurden für ein viel größeres Programm, in dem es darum geht, vielleicht mehr als nur uns, die wir das überlebt haben, dazu zu bringen, ständig in Angst zu leben und nicht mehr zu wissen, was wahr ist und was Lüge ist und wo oben und wo unten ist, wem wir vertrauen können und wem wir nicht vertrauen können. Das sehe ich als den großen Plan. Und wie können wir dem entgegentreten? Indem wir uns ergeben und sagen: „Ja, hat ja sowieso alles keinen Sinn. Die sind ja guck mal, die werden ja sowieso nicht belangt und na ja, dann ist es halt so und dann stecken wir halt den Kopf wieder in den Sand und Genau, irgendwann ist das Leben vorbei und bis genau, dahin machen wir das Beste draus.“ genau. Und Oder so, wir sagen: „Ne, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht und ich will die Wahrheit, auch wenn sie unangenehm ist, auch wenn sie wehtut, auch wenn es bedeutet, dass ich in meinem Leben was verändern muss. Aber ich will die Wahrheit und ich akzeptiere es nicht länger, belogen zu werden. Nur wir finden diese Wahrheit im Internet nicht mehr. ja. Die finden wir bei der Person, die die Wahrheit ist. Und ich sage jetzt nicht, wer das ist, aber was diese Person versprochen hat, ist: „Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen.“ Ich sage jetzt mal ganz bewusst Amen. Also, das ist ja, also Wahrheit ist ein super Stichwort, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo du schier 'n Vogel kriegst, weil, ich sage jetzt mal, während Corona war es ja fast nur einfach, entweder du bist für Impfung oder gegen Impfung oder du bist für links oder du bist für konservative Politik. Entweder bist du für Ukraine oder gegen Ukraine, bist du für den Iran oder gegen Iran. Und es ist ja immer mehr geworden. Bist du für Diesel oder bist du für Elektro? Also diese dauerhafte Spaltung, die wir heute in unserer Gesellschaft erleben, also teile und herrsche und Angst säen. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren so explodiert und da kann ich nur beipflichten. Die Wahrheit ist oft im Internet nicht mehr zu finden und man muss auch sein eigenes Gehirn einschalten, nicht nur die KI fragen, sondern Sachen hinterfragen. Alles, was man liest, alles, was man anschaut, erst einmal in Frage stellen. Ja? Und das Gute sollen wir behalten und sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Für mich war eines der wichtigsten Themen, als ich mit ritueller Gewalt in Berührung gekommen bin, dass ich dann Betroffene gefragt habe, ja. Und gesagt habe, wie siehst denn du das? Und wenn man euch kennenlernt, dann weiß man, dass das real ist. Ja? Und
deswegen bin ich ja immer so dankbar, also dass du zum Interview jetzt wieder da bist, das ist einfach wichtig, auch für uns da draußen. Und was ich ganz toll finde, liebe Hadassah, dass du jetzt nicht auf den Tisch haust und sagst, ich hab's euch ja alle gesagt und ihr habt's alle gedacht, ich lüge oder so, oder wir haben das schon immer gesagt, sondern ihr geht's richtig mit der Situation um. Und da danke ich dir sehr dafür. Ja. Viele Ja, Menschen tun's, ich würde gern noch kurz was dazu sagen, weil du hast eben von der Angst gesprochen. ja, gern, Ähm, gern. und zwar, wenn man eigentlich zurückguckt, mal so die letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre, sind wir nicht von einer Angst in die nächste gegangen. Ob es AIDS war, ob es BSE war, ob es Rinderwahnsinn Gehst war, nur weiter ob zurück. es Hm. ob es, 9/11 war, ob was auch immer. Immer wieder gravierende, einschneidende Momente, die so viel Angst gemacht haben. Und das hat sich zugespitzt in den letzten Jahren. Immer enger, dass man kaum noch aus Angst rauskommt, weil wenn man die eine Angst überwunden hat, ist die nächste schon da. Und das ist das, was wir Überlebenden früher erlebt haben, Boah, ja, ja. was an uns was an uns getestet wurde. Wie häufig musst du sie traumatisieren? Wie heftig musst du sie traumatisieren? Wie eng müssen die Abstände sein, damit sie manipulierbar bleiben? Angst macht gefügig und besonders Todesangst, weil dann spielt jeder mit. Ich Okay, sage nicht ich sage ja. nicht, das ist so und aber ich sage nur, das sind Dinge, die mir auffallen und über die ich einfach nachdenke, ne? Du hast ja gesagt: „Was sind meine Gedanken dazu?“ Das Genau. sind da Sachen, da da fühle ich mich in unserer Gesellschaft wie damals. Und da kommt da so ein bisschen raus, dass eben nicht nur darum geht bei den Tätern um Sadismus oder sexuelle Perversion, sondern es geht um eine Ideologie und um Glauben, dem sie anhängen. Und manche sprechen ja auch von satanistischen Ritualen, von okkulten Weltbildern innerhalb solcher Kreise. Und viele Menschen tun sie da schwer, so etwas überhaupt für möglich zu halten. Was hast denn du in dem Zusammenhang erlebt und wahrgenommen? Ja, ich habe durchaus auch, Rituale erlebt, in denen Satansanbetung stattgefunden hat, aber nicht nur. Also, ähm, es war unterschiedlichster Natur, ob es jetzt mehr, in Laborsituationen forschungstechnisch war oder eben in irgendwelchen Kirchen oder Höhlen oder, Burgen, Schlössern, und dann eben in Kutten mit, satanischen Gesängen und Zeichen. Ähm, ja, das kam auch vor. Oder eben einfach so pädophile Orgien, sage ich mal. Ja. Je nachdem, wo man auch rumgereicht wurde. Also, mein Händler war ja, Soldat gewesen und durch ihn kam ich dann eben wurde ich in die verschiedensten Regionen weitergeleitet und damit auch zu den unterschiedlichsten Gruppierungen. Wann du warst ja nicht nur in Deutschland, sondern teilweise auch im Ausland unterwegs. Mhm. Kannst du sagen, welche Länder du dich erinnern kannst? Ja, ich war mal 'ne Zeit lang im Osten gewesen, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das Polen, Russland war, das weiß Mhm, ich nicht. mhm, mhm. Irgendwo so in der Region, vielleicht auch Ukraine. Ich deute das aufgrund der Sprache, die gesprochen wurde, aber ich könnte es
jetzt nicht sagen, welches war. Und Ja, Amerika, hört sich ja sehr ähnlich an. Ja. ja, dann war ich in Amerika gewesen, und dort in den verschiedensten Regionen und dann Italien, ja, aber die meiste Zeit eben in Deutschland und umgrenzende Länder, also ähm, Schweiz, Belgien, Österreich, ja. Kannst du dir erklären, warum immer dieselben Personen genannt werden und manche nicht genannt werden? Na ja, wenn Personen genannt werden, dann denke ich, dann dient das einem bestimmten Zweck. Also dann sei es, dass so viel ans Licht gekommen ist, dass man jetzt reagieren muss, dass quasi Bevölkerung eine Reaktion erwartet und man muss jetzt irgendjemanden ans Messer liefern. Mhm. Also mittlerweile ist ja, denke ich, den meisten Menschen klar, dass der Dutroux-Fall, dass es dabei nicht nur um Marc Dutroux ging. Ja. Und Es war kein Einzeltäter. richtig. Und jetzt sieht man ja, dass es immer wieder sich auf Einzelne fokussiert, die zerpflückt werden, die, die so im Gefechtsfeuer stehen, dass man alle anderen drumherum vergisst. Und das ist, also ich meine, wie schnell, jetzt haben wir die Epstein-Sache. Vorher Genau, drehte sich genau. alles um P. Diddy. Heute Ja, spricht doch richtig. keiner mehr Sehr drüber. gut. Das habe ich Ja? selbst schon fast wieder vergessen. Genau. Siehst du? Du hast es auch fast Wahnsinn. wieder Hast du vergessen, recht. richtig. Hast du Da recht. haben wir davon Hast du geredet, recht. dass Hm, so ziemlich ganz Hollywood drin steckt, aber genau. fokussiert wurde sich auf Leonardo DiCaprio und P. Diddy und äh, Will Smith und noch so Einzelne, ja. Aber eigentlich geht's um die Elite, egal in welchem Bereich. Egal ob in der Mode oder ob in der Filmindustrie, in der Politik, sie sind überall. Aber es wird immer wieder irgendwohin der Blick gelenkt und alles fokussiert sich da drauf. Mhm. Und dann in der Zeit kann man prima andere Sachen machen, weil alle nur noch in diese Richtung gucken. Dinge, von denen man vielleicht nicht will, dass sie gesehen werden, ja? So, Ich meine, super, dass du es erwähnst, weil ähm, bei P. Diddy, da ist ein bisschen rausgekommen, dass so die ganze Medienbranche mit drin hängt, Film, Musik. Und bei Epstein, der bedient dann, sage ich mal, eher so den Finanzbereich, die ganze Forschung, die Wissenschaftler und die Politiker. Und daran sieht man mal, dass, ich sage jetzt mal, alle Branchen mit drinnen hängen und dass es auch nicht festzumachen ist, nur an den Republikanern oder nur an den Demokraten, sondern dass beide Fraktionen da mit drinnen hängen und das eigentlich gar nicht mit der politischen Ausrichtung was zu tun hat. Ja. ne, das hat auch nicht mit dem Land zu tun. Genau. Also, ja, Sehr das gut, wäre ja. ja jetzt das Nächste, nicht zu sagen, es sind die Amerikaner. Mhm. Ja, die Amerikaner sind so pervers drauf. Nein, es sind, also, man hört ja jetzt immer mehr, dass es auch um Deutschland geht und, ähm, letzten Endes, wenn man die 50 Voices anschaut, ähm, dann muss man feststellen, dass die ganze Welt Mhm. davon verseucht ist, die ganze Elite. Und darum geht's ja letzten Endes auch, um sie gefügig zu machen, um sie manipulierbar zu machen, ähm, werden sie ja in Dinge hinein gezogen. Ja, also man hat uns ja damals auch benutzt, uns Kinder, um eben Männer erpressen zu können. Absolut. Und das ist vielleicht da genau der richtige Moment, dass du das mit 50 Voices nochmal ansprichst. Das ist ja schon eine Zeit her. Und ist vielleicht genau jetzt der richtige Moment, dass wenn jemand anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, einfach
auf YouTube 50 Voices eingeben, gibt es auch auf anderen Plattformen und einfach mal die Sachen sich anhören und dabei gedanklich an die ganzen Epstein-Files auch denken. Und da gehen einem die Augen auf und genauso ist es. Es geht weltweit umher, nicht nur in den USA. Nur, dass jetzt eben die Insel dort total im Gespräch momentan ist. Ja. Genau, also ich würde auch sagen, wer wissen will, was in den geschwärzten Teilen der Epstein-Files steht, der kann die 50 Voices angucken, Ja, ja? genau. Und da wird einiges davon zutage treten. Vielleicht nicht mit Person XY aus den Files, aber die Praktiken sind überall dieselben. Und das wird gerade bei 50 Voices so deutlich. Ob die Person aus der Schweiz kam oder die Überlebende aus Italien oder aus Amerika. Wir haben alle die, die gleichen Dinge erlebt, auf eine andere Art, aber von der Methodik, Mhm. von der Sache an sich, von dem, was abgelaufen ist, wirklich identisch. Ja, das bringt mich ja zu meiner nächsten Frage. Wenn du das System auch beschreiben müsstest, wie funktioniert das überhaupt im Hintergrund? Wie kann es denn so im Verborgenen ähm, funktionieren? Ja. Durch Erpressung. Mhm. Durch Erpressung, durch Manipulation, durch Abhängigmachen, ähm, ja, wenn du machst, was wir sagen, dann hast du die Möglichkeit, in die und jene Kreise zu kommen. Und wenn du in diese Kreise dann wirklich hinein willst, dann musst du Dinge tun. Und dann beim nächsten Mal musst du krassere Dinge tun und noch krassere, weil wenn anders kommst du nicht nach oben. Und, wer bestechlich ist, macht mit. Ja. Auf der anderen Seite, sehe ich auch, dass, ähm ja, sie haben uns ja programmiert und dass sie auch, ähm, Menschen aus unseren Kreisen rekrutiert haben, ja, die sie dazu gebracht haben, so manipuliert haben, dass sie irgendwann freiwillig mitgemacht haben, die eben auch prima dann lenkbar sind, weil sie durch die Programme gelaufen sind und die man wunderbar einsetzen kann in verschiedenen, ähm, Positionen, Situationen und, ja, weiß ich nicht, habe ich deine Frage jetzt damit Ja, total, beantwortet? total. Ich meine, ein Kind oder der Mensch ist sozusagen nur ein Instrument, ein Werkzeug für diese Leute, die sie Genau, nach Belieben danach einsetzen. Ja. ja. Also, ich mag halt jetzt auch nicht zu sehr in die Details Absolut. gehen, Ja, kann ich weil verstehen. ich ganz ehrlich sage, es gibt genug Material Mhm. und ich muss es nicht zum hunderttausendsten Mal noch mal erzählen. Genau. Wer wirklich wissen möchte, der kann sich eben diese Dinge anschauen, ob jetzt über diese 50 Voices oder aus anderen Quellen. Ähm, wenn man da genau recherchiert, kriegt man so viel. Es ist mittlerweile keine Frage mehr, ob es wahr ist und, ja, informiert euch einfach. Ja, das ist ein guter Tipp an die Zuschauer. Macht's das mal, weil ich finde es ja echt gut, wenn man nicht so tief detailliert über diese grausamen Sachen auch spricht, weil ähm, es gar nicht notwendig ist und weil es eigentlich auch nur ja, verschmutzt in gewisser Weise. Ich glaube, dass momentan ganz viele Menschen jetzt denken, jetzt ist das Ganze aufgeflogen, die Insel ist dicht, die ist verkauft, das Thema ist erledigt. Und die Frage an dich ist jetzt, denkst du, dass noch mehrere Inseln gibt? Ich denke das nicht, ich weiß das. Es muss mir jetzt keiner glauben, aber, ähm, ja. Also danke, dass du sagst, weil das ist nämlich ein riesen Trugschluss, glaube ich, dass die Leute denken, das ist jetzt aufgeflogen und jetzt hat es aufgehört, sondern
Es geht weiter, ja. Viele Menschen denken, dass Epstein ist jetzt tot, aber die Frage ist, wer führt denn das System jetzt weiter? Ja, da ist ja nur eine Stelle frei geworden und die Ja, Nachfrage ist immer nur da, ja. aber das ist ja auch nur eine Stelle von vielen. Genau, genau. Ja, er war ja nur einer von vielen. Also, ähm, da muss man und das ist eben das, was gerne gemacht wird. Wenn es denn aufgedeckt wird, dann wird immer wieder konzentriert, entweder auf irgendwo in einem Land ganz weit weg bei den armen Kindern in Indien oder keine Ahnung. Oder na gut, dann kommt es halt Hm. näher, aber dann begrenzen wir es auf einzelne Personen. Und dann machen wir die dingfest und dann ist wieder Ruhe. Dann kann die Welt wieder Ruhe haben. Aber das ist ja nicht die Wahrheit, sondern sie sind also, ja, früher habe ich auch gedacht, das, was ich erlebt habe, das habe ich alleine erlebt und das ist so krass und so grausam. Da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand anders auf dieser Welt so was erlebt haben sollte und es überlebt hat, muss ich Genau. dazu sagen, ja. Aber, Gott sei Dank, ja. ähm, dann eben, als ich die anderen Betroffenen erlebt und gehört habe und ihre Überlebensgeschichten, dann war für mich kein Zweifel mehr daran. Nein, das Ganze hier ist so viel größer. Und dann weiß ich von meinen eigenen Geschehnissen und dann höre ich die Sachen und sehe diese Sachen über Epstein und denke: „Okay, ich war nicht da, aber ich kenne das und ich kenne das so gut und andere kennen es, auch wenn sie nicht da waren." Und dann nimmst du die ganzen Puzzleteile zusammen und dann weißt du. Und ich weiß, wo ich gewesen bin Hm. und darum und ich weiß, wie nur in meinem Fall, wie viele Männer da drin hingen, mit wie viel Männern ich zu tun hatte, dass ich sie nicht zählen kann. Und jede von uns kann das sagen. Ja, das muss man erst mal sacken lassen. Genau, das ist schon, dass man sie nicht zählen kann. Ja. Also jeder, der denkt, das sind Einzelpersonen, Einzeltäter, der ist da echt falsch gewickelt, ja. Aber das darf uns nicht ohnmächtig machen, Mhm. weil das ist nämlich dann die wieder das, was sie wollen. Dass wir entweder denken: „Ach, es ist ja nicht so wild, weil die sind ja jetzt eingesperrt, sind ja nur die paar, jetzt hat man sie." Oder dass man denkt: „Oh nein, es sind so viele, wie will man dem denn Herr werden? Ja, dann lassen wir's doch besser gleich ganz." Ja, genau. Aber das ist auch nicht der Weg. Das war so 'n echt verstörender Moment bei der Anhörung von Bill Clinton. Ich habe mir das angeschaut, wie er sich verhalten hat. Zitternd, alter Mann, aber immer nur klar im Verstand. Und wie er dann gelächelt hat, als er sich die Fotos von Epstein angeschaut hat, wie er sich sichtlich gefreut und amüsiert hat und sein Anwalt schon interveniert hat. Wenn du solche Szenen siehst oder hörst, ähm, was macht es mit dir? Was löst es in dir aus? Weil das ist ja unvorstellbar, dass jemand im US-TV bei einer Anhörung keine Reue zeigt. Der sagt nicht, das tut mir leid für die Frauen, für die Mädchen. Das ist ja völlig krank, was dieser Mann für Bilder in seinen Villen hängen gehabt hat. All das haben wir nicht gehört von einem Ex-US-Präsidenten. Und dann sagt er, ja, da war ich nicht, also das waren sicherlich nur so, wie soll man sagen, wegen Geldspenden habe ich mit ihm zu tun gehabt für Charity-Projekte. Ähm, Keinerlei Reue, was dieser Mann gezeigt hat. Was ist denn deine Frage jetzt? Ja, wie du immer wenn ich da drüber rede, dann Kein rege ich Problem. mich ein bisschen auf. Ähm, Mhm. ja, wie geht's denn dir damit, wenn so keine Reue da ist von diesen Leuten? Also, ehrlich gesagt fand ich das richtig gut. Ich fand
diese Aufzeichnung richtig gut. Ich weiß, das ist sehr provokativ geäußert, aber ich fände es viel schlimmer, wenn er da sitzen würde, total betroffen und wie der super empathische und der doch kein Wässerchen trüben kann und überhaupt. Ganz ehrlich, auch Hillary Clinton, ja, wenn man sie gesehen hat, heute kann man sich schon vorstellen, wenn man sie so sieht, ja, und wenn sie so reagieren, ähm, dass das nicht von ungefähr kommt. Und ehrlich gesagt ist es ja noch 'ne abgeschwächte Reaktion. Das ist ja nicht vergleichbar mit den Reaktionen, die wir in den Momenten erlebt haben. Das höhnische Lachen, das wir immer noch im Ohr haben, diese wilden, exzessiven Momente, in denen sie völlig am Rad treten und wie Bluthunde sich auf uns oder andere Kinder stürzten, ohne irgendein Mitgefühl oder sonst irgend so was. Deswegen fände ich's jetzt fatal, wenn sie jetzt so ganz anders sich hier geben würden. Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Und Ähm, ja, so habe ich's noch gar nicht sie offenbaren sich dadurch eigentlich, gell? genau, Ja, ist so 'n genau. bisschen der Und Punkt. ein kleines bisschen offenbaren sie sich im Vergleich zu dem, was wirklich ich meine, ich kann jetzt nicht über diese beiden Personen, an die habe ich keine Erinnerung. Das will ich jetzt gar nicht sagen, ja? Aber ich spreche jetzt einfach nur mal generell für Mhm. diese Person. Also, wenn er da drin hing, dann ja, dann ist das noch 'ne harmlose Reaktion gewesen. Ja, das muss man erst mal verdauen. Und dann fragen sie die Leute oder das habe ich mich früher einmal gefragt: „Wie gibt's denn das, dass so wenig Täter tatsächlich Konsequenzen erleben?“ Wie erklärst du dir, ähm, diese scheinbare Straflosigkeit, innerhalb solcher Strukturen? Na ja, diese Strukturen sind ja so aufgebaut. Ich meine, das ist die Elite, die haben das Geld und mit dem Geld hast du die Macht Mhm. und mit Geld und Macht kannst du dir alles kaufen. Und, ähm, diese Personen sind ja umgeben von ihren Händlern, Wächtern, wie auch immer, die dafür sorgen, dass sie nur sagen, was sie sagen sollen, die, dafür sorgen, dass nicht zu viel ans Licht kommt und dass ihnen auch keiner was kann. Letzten Endes stecken die alle da mit drin. Und es ist 'n Schauspiel, das nur gemacht wird für die Medien, also für das Volk, damit das Volk scheinbar zufriedengestellt wird. Mhm. Das ist meine Interpretation. Meine persönliche Meinung, ähm, ja. Könnte man jetzt wieder als Verschwörungstheorie hinstellen, aber ganz ehrlich, ähm, Ja, mittlerweile jetzt wurden merkt fast man alle ja, dass die Verschwörung ja, Theorie nein. mittlerweile sind ja haben sie ja alle Verschwörungstheorien, bewahrheitet, sage ich mal. Also, das ist ja Ja. du hast selbst schwere Erfahrungen gemacht. Wie bist du persönlich aus diesem System herausgekommen? Ehrlich gesagt habe ich das noch nicht so wirklich eindeutig ähm, also, ich kann jetzt nicht sagen, da war Moment XY, Mhm. da ist das und das passiert und dann war es so. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, also, vielleicht muss man dazu erst mal erklären, die Erinnerungen, die kommen nicht, ähm ich erinnere mich mal, was habe ich denn im Urlaub gemacht, als ich 3 Jahre alt war? Ach ja, da sind wir da und dahin gefahren und danach haben wir den besucht und dann war das und dann war das. So funktioniert das nicht. Das Traumagedächtnis wird getriggert durch irgendetwas.
und dann poppt 'ne Erinnerung auf und die ist da und das kann 'ne Szene sein, das kann 'n Bild sein, das kann 'n Geruch sein und das steht dann da im Raum und dann kriegt man irgendwann den nächsten Trigger und dann kommt was anderes hoch, aber das sind völlig zusammenhanglose Bilder oder Erinnerungen, die im Lauf der Zeit, dadurch, dass es immer mehr Puzzleteile werden, Mhm. irgendwann langsam Stück für Stück zusammengesetzt werden können. Und dann merkt man vielleicht manchmal auch: „Warte mal, das Puzzleteil, das gehörte nicht in die Ecke, das gehört in die Ecke.“ Heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat, dass es nicht wahr war. Nur ich habe es an das falsche Teil dran gebaut. Und es ist eine mühsame Arbeit über Jahre, wirklich Stück für Stück ein Gesamtbild zu bekommen. Und diese, Puzzleteile, die jetzt das Ende, ähm also, wie ich rausgekommen bin, das sind noch sehr wenige Teile, die ich da habe, die ich noch nicht so ganz zusammenpuzzeln kann. Aber ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, nachdem schon viel oben war, wirklich mal zu sortieren, das Ganze in 'ne chronologische Reihenfolge zu bringen, so wie mir das möglich war und habe dann festgestellt, dass es wirklich 'ne ganz gezielte Vorbereitungszeit gab. Die, Vorbereitung auf sexuellen Missbrauch, Vorbereitung auf, ähm, spätere Events, wo dann die Rituale und so kamen. Das kam erst, als ich so im Schulalter war, im Grundschulalter. Dann später ging es zu irgendwelchen Locations. Dann später ging es ins Ausland. Und es war so richtig aufgebaut, so richtig planmäßig. Das führte auf ein Ziel hin und irgendwann war dieses Ziel erreicht. Dann war ich an diesen speziellen Orten gewesen im Ausland und dann irgendwann hat es aufgehört. Dann war's vorbei mit diesen Events im Ausland und ich erahne, dass ein Grund gewesen sein könnte, aber wirklich wissen tue ich es nicht, dass ich zu alt geworden bin, weil ich dann Teenager war und das Interesse ist ja speziell an kleinen Kindern, an jungen Kindern. Mhm. Und, am Schluss war es so, dass mein Vater mich oder mein Vormund, wie auch immer ich ihn jetzt nennen will, ähm mich dann nur noch alleine traumatisiert hat, 'ne Zeit lang verkauft hat, auf'm Straßenstrich oder wo auch immer. Und dann, ähm, später auch das nicht mehr. Dann war's wirklich nur noch in Einzelfällen zu Hause, wenn er mit mir alleine war. Und dann, sehe ich da, dass es darum ging, immer wieder Angst auszulösen, damit ich nicht rede und immer wieder Trauma auszulösen, damit die Erinnerungen nicht hochkommen. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Genau, so, ja. Dieses Also, ich unter denke, unter irgendwann war ich für die entscheidenden Leute nicht mehr interessant genug. ja, Gott sei Dank. Und, wir sind echt froh, dass die gibt und dass du auch davon berichten kannst, ja, weil viele andere, haben nicht überlebt. Das ist halt die bittere Wahrheit da hinter diesem Thema, das man einfach mal ansprechen muss. Und wie geht's dir, heute und wie gehst du mit diesem Trauma ganz persönlich um? Wie verarbeitest du das? Ich meine, das sind ja das ist ja unbeschreiblich, ja, dass man auch wieder schlafen zu können oder auch Vertrauen zu fassen. Du hast ja vorher ganz explizit beschrieben, dass man eigentlich von Baby, von Kind auf, ja, dazu trainiert wird, kein Vertrauen zu Menschen haben. Und, wie hast du das verarbeitet, ja? Ähm, also, an den Punkt, an dem ich jetzt bin, um dahin zu kommen, das war 'n langer Weg. Also, ich bin jetzt durch über 20 Jahre innere Heilung gegangen und es war ein schwieriger Weg.
kann auch nicht sagen, es ist jetzt alles gut und ich habe keine Herausforderungen mehr damit. Aber ich kann sagen, ich erlebe, dass ich mit jedem Tag mehr Land einnehme. Also Land in mir, ja, in meiner Seele Land einnehme. Und ich durfte erleben, dass einzelne Anteile, also meine Seele war in Anteile gespalten. Dissoziative Identitätsstörung ist so der Fachbegriff Mhm. wohl dafür. Und ja, ich darf erleben, wie einzelne Anteile wieder integriert werden. Ich darf erleben, dass Dinge, die mich früher massivst getriggert haben, heute keine Macht mehr über mich haben. Ähm, dass ich, wenn ich tatsächlich von irgendetwas oder durch irgendetwas wieder erinnert werde, dass ich viel schneller aus den Prozessen rauskomme, dass es mich nicht mehr so wegreißt wie früher und ich deshalb nicht mehr den Boden unter den Füßen verlieren muss. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und all das habe ich nicht in eigener Kraft geschafft. Konnte ich nicht. Also, ähm, viel zu oft war ich an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt geht gar nix mehr und wo ich einfach nur geschrien habe: „Jesus, komm und hilf mir, weil ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht Mhm. wie." Und ja, ich glaube an Jesus und ich glaube auch an den Gott der Bibel, weil ich weil ich ihn erlebt habe, inmitten von all dem. Und das ist das, was ich so toll finde. Ähm, Er ist so gut und so vollkommen und so, ja, in ihm ist nichts Böses, aber er kommt in die Bö Bosheit dieser Menschen rein, in diese an diese dunkelsten Orte, um uns beizustehen, um uns nahe zu sein, um uns zu halten, dass wir daran eben nicht zerbrechen. Und ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, er war da und er Mhm. ist da. Und das ist auch mein großer Trost für die Kinder, die jetzt in dem noch drinstecken. Er ist da und er hält sie und er lässt sie nicht alleine und er geht mit ihnen da durch und er verherrlicht sich. Das habe ich erlebt, dass zwischendurch wirklich krasse, massive Wunder passiert sind und er einfach gezeigt hat, wer mehr Macht hat, sodass sie schreiend weglaufen mussten, weil sie plötzlich diejenigen waren, die Angst hatten. Und ähm, es ist sehr beruhigend zu wissen, dass er das letzte Wort hat. Und wenn all diejenigen, die da jetzt angeklagt sind, sich von niemandem zur Rechenschaft gezogen werden, vielleicht außer der Aussage nichts passiert, das mag sein, aber sie werden noch mal vorm Richter stehen. Und bei dem werden sie nicht rauskommen. Jedes Knie wird sich beugen, jeder Mund wird bezeugen, dass Jesus Christ ist Herr. Und das steht auch dem Satanisten bevor. Und da wird er nicht rauskommen. Und die Gerechtigkeit wird siegen, weil diese Leute, die haben auch einen Glauben. Da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es darum, dass sie den Teufel anbeten. Und es gibt nur einen, der stärker ist, und das ist Jesus Christus. Und dafür danke dir von Herzen, dass du das sagst, weil wenn man solche Sachen erlebt hat wie du, dann kann man schon mal verzweifeln und sagen, es kann keinen Gott geben. Und deswegen bist du ein Wahnsinnszeugnis. Es gibt einen Gott, der liebt uns, der ist gerecht zu uns und er führt uns aus der Finsternis raus. Und wenn du alles verloren hast und wenn du total am Boden bist, dann schrei zu ihm, er wird dir helfen. Ja, das habe ich auch persönlich erfahren. Das sage ich nicht aus der reinen Theorie heraus.
Ja, ich möchte zum Schluss noch eine ganz wichtige Frage stellen. Was möchtest du den Zuschauern und den Menschen da draußen mitgeben? Die wichtigste Botschaft, die, glaube ich, hast du jetzt auch gerade eben gesagt, die dieses Gespräch sehen, aber vielleicht auch Betroffene, die gerade beginnen, sie mit dem Thema auseinanderzusetzen oder die vielleicht auch merken, in meinem Leben ist auch irgendwie komplett was verrutscht und ich habe auch so einen Hintergrund. Was würdest du Betroffenen, aber auch Menschen, die sich mit dem Thema jetzt gerade beschäftigen, anfangen, raten? Ich möchte Ihnen zuallererst sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, es gibt Heilung und, egal wie grausam diese Erinnerungen gewesen sind und egal wie groß der Schmerz ist. Nein, es ist nicht egal, aber was auch immer es ist nicht zu groß, als dass Gott es nicht heilen kann. Mhm. Und ich möchte sagen, habt den Mut, dich auf die Reise zu machen in die Heilung. Auch wenn es weh tut, auch wenn es schwer ist, es lohnt sich. Es lohnt sich, diese Reise anzutreten und es lohnt sich mehr und mehr, dieses Land dieses Land zu erobern. Und es ist auch gleichzeitig eine der größten Waffen, denn sie wollten dein Leben zerstören. Ja. Und wenn du dich in die Heilung begibst, dann bau baust du's, also dann lässt du's wieder aufbauen. Und 'n größeren Ärger und Schaden kann man ihnen eigentlich nicht zufügen. Also, ja, so, lasst uns ihnen nicht die Macht geben. Sie haben unsere Vergangenheit zerstört. Lasst uns ihnen nicht die Macht geben, unsere Zukunft auch noch kaputt zu machen. Wenn wir uns in die Ecken verkriechen und den Kopf in den Sand stecken, haben sie gewonnen. Das ist, was sie wollen. Sie wollen, dass wir schweigen. Sie wollen, dass wir weggucken. Sie wollen, dass wir aufgeben. Das wollten sie immer. Aber mit Gottes Kraft und mit seiner Hilfe schaffen wir es aufzustehen. Und nicht nur aufzustehen, sondern wirklich einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Das ist auch der Grund, warum der Kanal Das Schweigen brechen heißt. Es gibt eine Website, dasschweigenbrechen.de, weil es genau das Thema ist, das dir am Herzen liegt und vielen anderen und das wir unterstützen wollen, ja, mit all unserer Zeit, Kraft und Energie. Und ich danke dir unglaublich, Hadassah, dass du heute bei uns warst und dass du mit uns gesprochen hast und für alle, die sich mit dem Thema mehr beschäftigen möchten. Es gibt sehr viele Fachbücher und ich kann nur jedem da draußen sagen, es gab Bücher, da habe ich am Tag nur eine Seite gelesen, weil ich nicht mehr ertragen habe. Und das ist die bittere Wahrheit bei diesem Thema, bei all den YouTube-Kanälen und Instagram-Kanälen, die jetzt die Epstein-Files durchforsten. Und nicht allen, aber vielleicht ein paar geht es hauptsächlich um Klicks bei dem Thema, um Reichweite. Kann nur sagen, lest einmal diese Bücher durch und werdet euch klar, dass das die gelebte Realität von kleinen Kindern war. Und dann ist das Thema auf einmal gar nicht mehr so halb, sondern einfach nur brutal. Mit dem Gedanken will ich euch jetzt alleine lassen und abonniert den Kanal, folgt uns gerne, schreibt einen Kommentar, wie ihr zu dem Thema auch steht und wenn ihr mit Hadassah in Kontakt treten möchtet, dann schreibt uns gerne über die Website dasschweigenbrechen.de eine E-Mail. Das letzte Wort geht natürlich an dich. Danke, Markus. Ja, ich würde gerne noch, den anderen Zuschauern, die vielleicht nicht so etwas erlebt haben, noch etwas sagen. Ich möchte euch sagen, ähm, wir Überlebenden brauchen euch.
Wir brauchen es, dass ihr uns glaubt. Und wir brauchen es, dass ihr mit wachen Augen durchs Leben geht. Auch wenn das vielleicht der schwierigere Weg ist. Es ist so viel einfacher, wegzuschauen und wegzuhören. Aber wenn ihr uns nicht glaubt und wenn ihr uns nicht zuhört, wer denn dann? Und, es ist so wichtig, dass wir Möglichkeiten haben, um mit Menschen zu reden im Eins-zu-eins. Ich meine jetzt gar nicht mal irgendwie, Dinge aufzudecken und zu offenbaren, sondern einfach Menschen, die uns zuhören, denen wir alles erzählen können, bei denen wir uns auch nicht immer nett benehmen müssen, bei denen unsere Emotionen einfach mal rauskommen dürfen und die uns trotzdem mögen, die trotzdem an unserer Seite bleiben und uns nicht den Rücken kehren. Wir brauchen es, dass ihr mutig seid, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, Ungerechtigkeit zu benennen, vielleicht nicht unbedingt immer in diesem Kontext. Vielleicht sei es einfach nur mal, dass auf der Arbeit ein Mitarbeiter ungerecht behandelt wird. In der Schule ein Mädchen ständig gemobbt wird. Was auch immer. Steht auf für die Ungerechtigkeit. Tretet ein für die Schwachen. Und dann kann diese Welt wieder eine andere werden. Aber wenn wir die Augen verschließen, wird es nur schlimmer. Danke, dass ich So hier ist sein es. durfte und dass ich, ja, die Dinge einfach mal so teilen durfte. Vielen Dank dir. Das nächste Video kommt sicher irgendwann, wenn die Zeit reif ist.